Das ist Rio, unser Findelhund aus Griechenland, und wir sind Sarah und Tobi. Zusammen bereisen wir die Welt in unserem Oldtimer. Ob viele an ihm gezweifelt haben? Ja, definitiv. Aber das hält uns nicht auf, und so entdecken wir die Welt zu viert und leben unseren Traum. Guten Morgen! Ich bin mittlerweile schon in Kanada an meinem ersten Stellplatz und viele haben sich ja auch gefragt, was wir uns auch davor gefragt haben, was haben wir alles vorbereitet für die Reise. Also grundsätzlich muss man sagen, am Anfang haben wir uns ums Auto gekümmert. Da habe ich jetzt eine neue Live-PO-Batterie reingebaut, also die haben wir selber zusammengebaut. Wir haben die Zellen besorgt, das BMS und so weiter, weil die Preise für die fertigen einfach 2022 durch die Decke gegangen sind. Das könnt ihr auch jetzt sehen. Wer unsere Videos schon länger verfolgt hat, weiß, dass wir eins auf Reisen hatten: Stromprobleme. Damit wir das jetzt in Zukunft dann nicht mehr haben, haben wir uns den Bausatz bzw. die Zellen einer Live-PO-Batterie gekauft. Wir haben jetzt in Zukunft dann, hier stehen sie auch schon, wir haben jetzt in Zukunft 230 Ampere-Stunden und ich werde die jetzt dann in den nächsten Tagen zusammenbauen. Und ja, hoffentlich haben wir dann in Zukunft keine Stromprobleme mehr. Jetzt ist sie fertig, das heißt, wir können sie ins Auto bringen. Als nächstes haben wir uns um unsere Flüge gekümmert. Wir sind mit Condor hergeflogen und haben auch für die Einreise in Kanada nur ein ETA gebraucht. Ein Visum braucht man nicht für die normale Reise, also mit der deutschen Staatsbürgerschaft reicht ein ETA. Für Rio reicht es, wenn man eine gültige Tollwutimpfung vorweisen kann und der Hund ist gechippt, Termtierausweis. Das reicht alles. Man braucht echt nicht mehr für den Hund. Wir haben für ihn auf jeden Fall noch ein Boxentraining gemacht, dass er einfach seine Box, die Transportbox, als Rückzugsort ansieht und anerkennt. Und das ist einfach wichtig, dass er sich da drin wohlfühlt und das wirklich als sein Rückzugsort wirklich sieht, dass man ihm einfach den Stress zumindest etwas erleichtern kann. Genau. Aber über die aktuellen Informationen könnt ihr euch bei der Webseite von der kanadischen Regierung auch informieren. Dann musste ja auch noch die Verschiffung von Sven organisiert werden. Hier haben wir verschiedene Gesellschaften angefragt, unter anderem Seabridge und Overlander Shipping. Wir haben es letztendlich mit Overlander Shipping gemacht. Da nochmal ein großes Dankeschön an den Ricardo, weil es einfach im Gesamten für uns besser gepasst hat. Und das lief alles super reibungslos. Auch hier drüben habe ich dann am Montagmorgen, also gestern, die Agentin am Hafen getroffen. Nicht am Hafen, am Zollgelände. Und die hat mir die Dokumente gegeben. Ich bin rein, habe ein paar Fragen beantwortet, habe einen Stempel bekommen und bin dann zum Hafen gefahren. Und dort war eigentlich alles gar kein Problem. Ich wurde reingefahren zu dem Gebäude, dann durfte ich selber durchs Hafengelände durchgehen zu meinem Auto und begutachten, ob irgendwelche Schäden da waren. Waren keine, zumindest keine, die ich gesehen habe. Und ja, das war es dann eigentlich auch schon. Insgesamt musste man dann hier noch die Gebühren halt zahlen am Hafen und ja, das war's. Insgesamt hat uns die Verschiffung selber 2600 noch was gekostet, das schreibe ich gleich hier rein. Hier vor Ort musste man dann nochmal circa 200 kanadische Dollar zahlen für den Hafen und so weiter. Und das war es dann eigentlich. Wo Sarah und ich wirklich Bedenken davor hatten, es sind 5 Tage kostenlos im Hafen und danach muss man zahlen. Wir wussten nicht, wie viel das ist. Und wir haben vom Ricardo eine Summe bekommen und von seiner Agentin. Und die vom Ricardo, die war deutlich besser. Und wir waren echt gespannt, wie viel es sein wird. Am Ende haben sie uns gar nichts berechnet. Also ein dickes Lob an den kanadischen Hafen. Die sind super, die Leute dort in Halifax. Und vielen Dank auch. Eine Sache noch, wir haben Roll-on, Roll-off
verschifft, weil Sven mit seinen 3 Meter zu hoch ist. Und auch da kommt es aufs Volumen drauf an, was es am Ende kostet. Und ja, deshalb musste man das Auto am Hafen abstellen. Die Hafenmitarbeiter fahren das Auto auf das Schiff und fahren es dann in Halifax wieder runter und es steht dann dort am Hafen und wartet auf einen. Zum Auto gehören natürlich auch die Versicherungen in Nordamerika. Also grundsätzlich, das Auto muss in Deutschland weiter angemeldet bleiben, weil sonst importiert man es komplett in die USA. Und es gibt verschiedene Versicherungsanbieter in Nordamerika, unter anderem Progressive, TUM und Seguro Gringo. Das sind die, die wir jetzt kennen. Das Problem ist mit unserem Auto, dass er zu alt ist für einige. Also so hatten wir zum Beispiel am Anfang bei TUM eine Absage, weil das Auto einfach mit seinen 41 Jahren zu alt ist zum Versichern. Aber auf erneute Anfrage und persönliche Anfrage hätten sie eine Ausnahme gemacht. Allerdings wäre Sven nur in den USA damit versichert gewesen und wir starten ja in Kanada und hier brauchen wir auch einen Versicherungsschutz. Deshalb haben wir eben auch noch die anderen angefragt und sind bei Seguro Gringo jetzt. Und dort hatten wir zuerst also da muss man sagen, die Deckungssummen sind relativ gering, also es sollte nichts passieren. Aber bei Seguro Gringo kann man auch nochmal aufbessern ja, jetzt fühlen wir uns auf jeden Fall wohler mit der Summe. Aber man darf sie jetzt von den Abdeckungen nicht mit deutschen Autoversicherungen vergleichen, weil da gibt es schon erhebliche Unterschiede. Aber wir haben jetzt den Versicherungsschutz für Kanada und USA. Und wenn wir nach Mexiko fahren, müssen wir uns bei Seguro Gringo nochmal melden. Und dann, weil es ein anderer Anbieter ist, mit denen sie zusammenarbeiten. Und dann kriegen wir für Mexiko eine extra Versicherung. Und bis dahin, also die Kommunikation mit dem Fernando von Seguro Gringo hat super funktioniert. Der hat immer sehr schnell geantwortet und war auch stets kompetent. Und ja, das gibt uns einfach ein gutes Gefühl hier drüben. Auch wenn wir von den Summen überrascht waren. Wir dachten, wir können es mit der deutschen Versicherung 1:1 gegenrechnen. Aber wir zahlen jetzt für ein halbes Jahr knappe 1.500 Dollar und somit aktuell etwas mehr Euro. Ja, es ist eine andere Hausnummer wie in Deutschland mit einer Haftpflicht oder Teilkasko, wie wir sie hatten. Wir mussten in Deutschland leider unsere Gasflasche zurücklassen, weil es in Nordamerika verboten ist, eine europäische Gasflasche zu befüllen. Und hatten im Internet schon geschaut, dass zum Beispiel Canadian Tire Gasflaschen hat. Die 2,5 Kilo Flasche würde bei uns reinpassen ins Gasfach. Leider Gottes musste ich hier feststellen, dass es ein saisonales Gut ist und habe bis jetzt noch gestern keine Gasflasche gefunden. Und ja, ich werde heute oder morgen spätestens auch mal zu Campingläden und so hinfahren, um einfach eine Gasflasche zu bekommen, weil ich will endlich wieder was Warmes essen auch mal. Hab genug von dem Brot die ganze Zeit. Und ja, sonst natürlich, ich meine, das sind die ganz normalen Einfuhrbestimmungen. Man darf keine Fleischartikel oder sonst irgendwas ins Land einführen. Das wirst du auch im Zoll gefragt. Und von den Verschiffungsvorgaben dürfen eigentlich keine brennbaren Materialien im Fahrzeug sein. Also sowas wie Öle, Spraydosen oder sonst was. Also Bremsenreiniger zum Beispiel. Die Stellplätze suchen wir hier in Kanada und in den USA mit Wikicamps. Das kennen wir noch von unserem Urlaub in Kanada und aus Australien. Und das ist auch eine Camping-App wie Wikicamps, wie Park4Night. Und da sind Stellplätze, bezahlbare, freie und so weiter und Tagesrastplätze drin. Und ja, wir lieben diese App, weil sie einfach echt genial ist. Und hier in Kanada an vielen Walmart-Parkplätzen darf man auch stehen. Das nutzen wir eigentlich auch relativ gern. Heute stehe ich hier noch direkt am Strand, aber ich habe schon gesehen, auf der nächsten Strecke, es werden wahrscheinlich hauptsächlich Walmart-Parkplätze. Und ja, können wir eigentlich auch gut damit leben.
habe ich perfekt den Friedhof blind angetippt. Schauen, ob ich was anderes finde. Hier, da stehe ich jetzt heute. Ne, da stehe ich nicht heute. Ich habe zu fette Finger. Hier stehe ich heute. Auf dem Stellplatz. So schaut es in der App aus. Und so in echt. Also kann man nicht meckern, es ist so, wie es in der App steht. Bevor es für mich dann aber nach Hamburg ging, haben wir noch das Auto eingeräumt und davor noch, ganz wichtig, die Seitenfenster auf der Beifahrerseite nochmal neu abgedichtet, weil da ja Wasser reinkam. Genau, und dann ging es auch schon im Anschluss für mich nach Hamburg und ich habe Sven abgegeben, weil das Schiff ja Anfang September losfahren sollte. Es hatte am Schluss geschmeidige 3 Wochen Verspätung und wir mussten dann umbuchen. Was? Sollen wir heute noch weitermachen, oder? Okay. Ich wollte eigentlich nicht weitermachen. Aber morgen soll es regnen, also müssen wir es. Und was jetzt keiner verstehen kann, das hatten wir beim anderen auch, es ist ein Teil vom Füller übrig. Der war das letzte Mal komplett verbaut und bei der Schiebetür war das Stück übrig und jetzt ist das Stück übrig. Warum auch immer. Feierabend, so gut wie das noch zumachen und dann Feierabend. So, heute geht es ans Einräumen, also schon mal ein Teil einräumen, Klamotten noch nicht, da bin ich mir noch nicht so ganz so schlüssig. Und Tobi tauscht heute noch den Achsschenkelbolzen. Ja. Genau, den Achsschenkelbolzen. Und ja, genau, es herrscht hier noch das absolute Chaos, aber es lichtet sich langsam. Und genau, gerade wird Rio noch trainiert für die Flugbox wieder, also sein Futter kriegt er gerade wieder da drin. Und ja, wir sind schon gespannt, jetzt wird es langsam real. In 2 Tagen geht schon das Auto auf große Reise. So. So, die letzten 10 Monate hatten wir nur Schlafsäcke und ich habe mir jetzt normale Plymouths gewünscht oder Bettdecken, wie Tobi es nennt. Ja, da freue ich mich super drauf. Und jetzt auch noch mit einem Biberbezug, mit einem alten, schönen, flauschigen. Die kommen jetzt auch schon mal hoch. So, oh. Gut, sie sind vom Gewicht her doch was anderes. Muss man schon sagen. So, dann ist das jetzt unser Schlafgemach fertig. Genau, und was noch der Plan ist hier noch ein Fach reinzubauen. Also hier ist unsere Kochutensilien. Die habe ich schon stark ausgemistet, weil wir einfach ja, für das, wie ich koche, zu viel dabei hatten. Und hier noch Knäckebrot aus Schweden und unsere Campingstühle. Und hier wollen wir noch ein Fach heute hinbasteln, weil das ist so verschenkter Platz. Und das letzte Mal, sobald wir irgendwie was rausgezogen haben, also unsere Schmutzwäsche ist zum Beispiel da drin, oder was reintun wollten, ist einfach alles entgegengekommen. Deswegen ist es jetzt ganz gut zu wissen, wo man ein bisschen mit umplanen kann, dass es vielleicht für die Zukunft besser ist. Und die Lebensmittel habe ich jetzt auch schon einen Teil verstaut. Die zeige ich euch jetzt mal. Da. Achso, da ist Tobi. Den habe ich noch nicht verstaut. Es darf nur alles, was original verschlossen ist, mit rein. Und wie man sieht, fühlt Rio sich hier auch noch richtig wohl. Also ich habe die Decke zwar noch nicht drauf von ihm, aber gut, wir haben ja hier noch alles vor Ort. Und wir haben uns jetzt auch ein
Handstaubsauger geholt mit den Hundehaaren. Und es ist schön zu wissen, dass er das Auto auch noch so sehr als Rückzugsort sieht. Er macht es zwar auch im Haus schon wirklich gut, aber man merkt auch, wie er sich entspannt, wenn wir mit unserem Auto fahren, nicht mit dem von meinen Eltern jetzt, weil das natürlich auch nicht anders gewohnt ist. Aber er macht es im Großen und Ganzen schon sehr gut. So, heute ist die große Herausforderung. Und zwar kommen die Klamotten jetzt rein. Morgen fährt Tobi auch schon los nach Hamburg. Ich werde mit Rio bei meinen Eltern bleiben, damit er nicht die Strapazen der Fahrt und im Zug hat. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ich alles reinkriege. Ich meine, der größte Teil bleibt natürlich gleich. Wir haben ja jetzt erprobte Klamotten, aber die haben ja doch die letzten Monate viele Strapazen mitgemacht. Von dem her ist ein bisschen ausgetauscht. Wir hatten ja noch Klamotten bei meinen Eltern ein bisschen eingelagert. Und jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Wie viel bekomme ich rein? Also das Gute ist, dass meine Klamotten ja kleiner sind und wenn ich so rolle, habe ich, glaube ich, mehr Platz. Ach ja, mein Klamottenfach ist übrigens dieses hier. Man sieht es, glaube ich, ganz gut. Hier ist schon meine Mütze drin, aber ja, es ist sehr begrenzt. Aber wenn ich rolle, dann geht da noch was. So, das ist natürlich noch nicht alles. Das waren jetzt die dünnen Sachen. Jetzt kommen noch, also ein dicker Pulli war dabei, aber jetzt kommen noch ein paar dickere Sachen. Ja, ich bin gespannt. Ich zeige euch das fertige Ergebnis. So, es hat alles funktioniert. Es ist alles drin und sogar noch etwas Platz. Allerdings, erstmal ist da eh schon viel drin, alles gerollt, damit es so platzsparend ist. Und dann wird es eh einmal unübersichtlich, wenn da jetzt noch mehr reinkommen würde, weil man dann nicht mehr an die Sachen kommt, an die einzelnen. Von dem her, es schaut eh schon etwas chaotisch aus, aber das sind halt diese halben Rollen, die sich teilweise wieder auflösen. Aber ich freue mich, dass es alles so locker funktioniert hat. Für mich geht es jetzt dann gleich los nach Hamburg. Ich kontrolliere jetzt noch einmal kurz das Öl. Und dann werde ich auch losfahren. Wollte heute so bis kurz vor Hamburg fahren, also knapp 700 Kilometer, damit ich dann morgen früh möglichst wenig Strecke habe zum Hafen und das alles ganz in Ruhe angehen kann. Pünktlich nach dem Sonnenuntergang komme ich in 5 Kilometern an. Ich muss sagen, es wird auch langsam Zeit. Ich bin jetzt, ich weiß ja nicht, 9,5 Stunden oder so unterwegs. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall aufs Ankommen und dann auch aufs Schlafen. Morgen früh muss ich dann die letzten Vorbereitungen treffen, bevor ich nach Hamburg fahre. Zum anderen unter anderem Batterie abklemmen, nochmal die letzten Sachen verstauen, die ich jetzt wieder unordentlich mache. Und genau, dann geht es zum Hafen. Ich habe hier jetzt eine ziemlich gute Nacht verbracht und es ist jetzt circa 6:45 und fahre jetzt dann auf den Parkplatz kurz vor dem Abgabeort, bereite dort die letzten Sachen vor und dann um 9:30 Uhr gebe ich dann das Fahrzeug ab. Wobei ich jetzt schon gesehen habe, wenn das stimmt, dass unser Schiff ordentlich Verspätung hat. Es deutet alles darauf hin, dass wir jetzt doch nochmal umbuchen und ja, mal schauen. Ist alles nicht so ideal. Kennt ihr das, wenn man eigentlich alles gemacht hat, aber trotzdem irgendwie langsam nervös wird? So geht es mir gerade. Eigentlich sollte alles im Auto passen, aber irgendwie denke ich mir, irgendwas passt nicht. Aber ich werde es feststellen. Also so langsam, das ist ja das erste Mal, dass wir verschiffen. Ich habe keine Ahnung, was mich am Hafen erwartet. Ja, es wird auf jeden Fall spannend. Und gefühlt bin ich jetzt der Einzige, der hier zum Hafen fährt, bis auf einen Motorradfahrer. So, ich habe jetzt Sven abgegeben, warte jetzt am Bahnhof auf meinen Zug heim und ja, leider habe ich schon schlechte Nachrichten. Die Verspätung ist tatsächlich sehr groß. Also ursprünglich sollte das Schiff am 20. oder 19. September ankommen. Jetzt kommt es am 30. an. Aber in den 2 Wochen kann sich noch mal ziemlich viel tun und so wissen wir jetzt gar nicht. Wir müssen auf jeden Fall einen Flug umbuchen und alles machen. Und dann ja, schauen wir mal, dass wir was Günstiges für uns finden. Das war es jetzt auch schon mit der Vorbereitung für unsere Reise. Wenn ihr irgendwelche spezifischen Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare und wir beantworten sie so gut wir können.
Wenn ihr wissen wollt, was wir alles jetzt in Nordamerika erleben, dann freuen wir uns, wenn ihr uns ein Abo dalasst und uns auch weiterhin begleitet. Ach so, und eine Sache noch zum Schluss. Wir haben jetzt schon von verschiedenen gehört, die hier drüben sind, dass die Internetsituation zum Hochladen von Videos nicht so gut ist überall. Deshalb werden wir jetzt vorerst die Videos nur in Full HD hochladen. Und wenn wir für uns feststellen, dass es mit den Bibliotheken und so doch sehr gut geht, schwenken wir wieder auf 4K um. Aber sonst, wir brauchen einfach in letzter Zeit für ein 4K-Video, das dann 20 Minuten ist, fast einen Tag zum Hochladen. Und das, ja, das geht einfach nicht, wenn man immer in öffentlichen Bibliotheken oder sonst wo ist, weil, ja, es geht einfach sonst nicht. Genau, ich hoffe, das stört euch nicht. Und sonst, ja, wie gesagt, wir versuchen eine Lösung zu finden, wenn es denn besser ist als gedacht.